Ebenfalls bei einem Videoclip-Wettbewerb, wir sprachen ja heute schon von Glück, lernte Limahl seinen zukünftigen Produzenten Giorgio Moroder kennen. Das Ganze war in Japan und Moroder war begeistert von der Stimme Limahls, der damals ja noch Sänger der Gruppe Kajagoogoo war. Ja, und diese Zusammenarbeit führte schließlich auch zum Soundtrack der unendlichen Geschichte, der Neverending Story, die Limahl übrigens noch nie gesehen hat. Er kam noch nie dazu, hat er uns erzählt. Limahl heißt übrigens privat schlicht und einfach Chris. Wie war das mit dir und Kajagoogoo? Du und die Gruppe sind gemeinsam bekannt geworden und nach euren Hits hast du sie dann verlassen. Ich muss immer wieder klarstellen, ich habe die Gruppe nicht verlassen. Man warf mich hinaus. Der Grund dafür, der Manager und ich sind einfach nicht miteinander zurande gekommen. Wir sind uns immer wieder in den Haaren gelegen und so hat er mich dann rausgeworfen. In the end, he threw me out. It's very simple. Wie war die Arbeit mit der Gruppe? Wunderbar, ich habe gern mit ihnen gearbeitet und erzähle davon auch gern. Es war für mich ein wichtiger Abschnitt in meinem Leben, der mir den weiteren Weg sicherlich erleichtert hat. Wenn ich jetzt nach Japan komme, nach Australien oder Amerika, überall kennen sie Kajagoogoo und eine Nummer ganz besonders, nämlich Too Shy. Und jetzt versuche ich halt, mich als Solokünstler zu etablieren, was mir teilweise auch schon gelungen ist. At least. Obviously, in other countries, I've been able to make or progress as a solo artist, but in some places, I still have to work. Wie denkst du über Kajagoogoo jetzt, ohne dich? I like some of their new Einige songs. ihrer Nummern gefallen mir sehr gut. Die Gruppe sagt in vielen Interviews, dass der Grund für meinen Rauswurf der war, dass sie schwerere, härtere Musik machen wollten. Und das halte ich für einen frommen Wunsch, denn die Musik auf ihrer Platte klingt für mich ganz genauso wie die ich mit ihnen gemacht habe. Also das war sicherlich nicht der Grund. Aber einige der Nummern von ihnen sind wirklich gut gelungen. Big Apple zum Beispiel gefällt mir sehr gut. Oder Lion's Mouth. Aber Tatsache bleibt doch, dass mein Soloalbum wahrscheinlich viel härtere Musik bietet als Kajagoogoo jetzt. I wasn't so keen on the third one, but more important really was, I don't think their album is. I think my album is probably heavier than theirs. Really? Ich habe gehört, dass du früher Nummern über Politik, über Atomkrieg und solche Themen geschrieben hast. Jetzt hast du Liebeslieder wiederentdeckt. Well, Ja, das war so. Ich sah in London ein Theaterstück. London ist ja das Herz des Theaters, so wie New York. Und dieses Stück hat mich sehr ergriffen. Eine richtige Liebesgeschichte mit Herz, Schmerz und allem, was dazugehört. Ich bin dann dort rausgegangen und habe gewusst, das ist es. Liebeslieder musst du schreiben. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt immer dabei bleibe. Right, that's it. I'm writing love songs because it was very moving. So for this album, I've written a lot of love songs. Doesn't mean that it'll be that way all the time. Haben deine Liebesgeschichten ein Happy End? No. Nein, Liebe hat nicht unbedingt ein Happy End. Schau dich um in der Welt. Meistens endet Liebe auf sehr tragische Weise. Einer bringt den anderen um, oder einer bringt sich selbst um, oder es bleiben gebrochene Herzen übrig, was bei mir der Fall war. Or leaves them with a broken heart. That's usually the case. Limahl ist also kein Freund von Happy Ends. Sagen wir so, Limahl hat einige gebrochene Herzen hinter sich. Du bist ja jetzt auf Werbetour für deine Filmmusik zur unendlichen Geschichte. Giorgio Moroder hat diese Nummer produziert. Wie ist er ausgerechnet auf dich als Interpret gekommen? Im März war ich in Japan beim Tokyo Musikfestival. Giorgio Moroder saß dort in der Jury und offensichtlich habe ich ihm gefallen. 3 Wochen später hat er mich in Los Angeles angerufen und gefragt, ob ich die Nummern singen will. Und ich wollte. Make believe I'm everywhere, I'm hidden in the light.
you see